Es ist nur ein Test mit einem Dummy. Aber er zeigt, was bei einem Crash zwischen einem Auto und einem Lastenrad passieren kann, mit fatalen Folgen für den Radfahrer. Lastenräder sind sehr beliebt auf den hessischen Straßen. Immer häufiger begegnen sie einem im Verkehr. Und das wirkt sich offenbar auch schon auf das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer aus, sagt uns Ansgar Hegerfeld vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Frankfurt. Also wenn man mit dem Lastenrad im Straßenverkehr unterwegs ist, merkt man schon, dass man anders wahrgenommen wird. Also die Leute, gerade im Auto, gewähren einem öfter mal die Vorfahrt bei rechts vor links oder lassen einen an Engstellen durch, obwohl man de facto gar nicht breiter ist mit dem Lastenrad, obwohl es aber so wirkt. Und das alleine reicht schon, um etwas mehr ernst genommen zu werden. Lastenräder trenden, auch weil man mit ihnen nicht nur Lasten wie Einkäufe transportieren, sondern auch gerne die Kids von A nach B fahren kann. Fun-Faktor für die Kleinen hoch. Aber nur, wenn auf Sicherheit geachtet wird, sonst können schon Vollbremsungen böse enden, wie ein weiterer Test der Landesverkehrswacht NRW zusammen mit der DEKRA und der Provinzialversicherung zeigt. Die Empfehlungen sind relativ eindeutig. Sobald man mit Kindern unterwegs ist, sollten diese angeschnallt werden. Das muss man gesetzlich bis 7 Jahre, aber in vielen Fällen dürfte es sich auch noch ein bisschen länger empfehlen. Die Kinder sollten einen Helm tragen, weil selbst wenn sie angeschnallt sind, und gerade wenn 2 Kinder da sind, kann das beim Ruppeln auf der Straße auch dazu führen, dass die Kinder mit dem Kopf gegeneinander anstoßen. Und sie sollen ja auch lernen, dass sie auch, sobald sie dann selbstständig im Straßenverkehr sind, den Helm tragen müssen. Und das klappt halt nicht gut, wenn man vorher 5 Jahre im Lastenrad ohne Helm gefahren ist. Eltern mit wertvoller Fracht, unangeschnallt und ohne Helm, auch das haben wir leider bei unseren Dreharbeiten in Frankfurt gesehen. Aber bei vielen Lastenradbesitzern wird Sicherheit zum Glück großgeschrieben. Wir fahren, seitdem die Kids da sind, auch immer mit Helm. Und ja, die Kids schnallen wir halt an, beziehungsweise der kleine Sohnemann, der sitzt halt im Maxi-Cosi. Das ist der gleiche Maxi-Cosi wie aus dem Auto, wie man den aus dem Auto kennt. Da gibt es eine extra Vorrichtung, da kann man den einklicken. Da hat man noch so einen kleinen Überrollbügel drüber und dann sitzt er da leicht gefedert und relativ sicher drin, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich fühle mich sicherer als mit der Variante, wo früher das Kind hinten auf dem Gepäckträger saß bei uns. Ja. Wie wichtig ist dir denn die Sicherheit beim Lastenrad? Sehr wichtig. Deswegen haben wir uns auch dann für das Lastenrad entschieden. Weil wir denken, dass das die größtmögliche Sicherheit bietet, weil wir extra noch einen Überrollbügel haben. Das ist anders wie bei den anderen Lastenfahrrädern und deswegen, also Sicherheit ist ein großes Thema. Die Kinder haben immer noch einen Helm auf. Und angeschnallt werden sie natürlich auch. Und zwar auch wichtig, dass es nicht nur ein 3-Punkt-Gurt ist, sondern ein 5-Punkt-Gurt. Und das bietet das Lastenfahrrad glücklicherweise auch. Und deswegen ist die Sicherheit eigentlich das größte Thema. Im Endeffekt transportieren wir damit das wichtigste Gut, das wir haben. Der Unterschied zum normalen Fahrrad unübersehbar. Trotzdem können Lastenräder im Straßenverkehr auch mal übersehen werden. Deswegen heißt es Augen auf und Vorsicht, sowohl auf Seiten der Autofahrer als auch Lastenradler. Um solche Situationen wie beim Crashtest zu vermeiden, da gilt eigentlich für alle rücksichtsvoll und aufmerksam fahren. Nicht nur der Lastenradfahrer, der immer denken muss, dass er vielleicht nicht in allen Teilen gesehen wird, sondern auch die Autofahrer müssen einfach mitbedenken, Fahrräder sind heute schneller als früher und sie können auch viel größer, also länger, breiter sein. Und das muss man einfach ein bisschen mitbedenken, wenn man vielleicht nur den Fahrradfahrer über die Autos hinweg sieht. Da kann noch ein bisschen versteckt sein und deswegen immer aufmerksam fahren. Lastenräder rauschen im Alltag schon mal an uns vorbei. Doch nur weil sie länger, schwerer und schneller sind, haben sie keinen Freifahrtsschein auf der Straße. Die allermeisten Radfahrenden halten sich schon ganz bewusst an die Regeln, einfach auch, weil sie wissen, dass sie im Zweifelsfall bei Unfällen den Kürzeren ziehen werden und alleine schon das Eigeninteresse haben, nicht zu verunfallen. Fahrsicherheitstraining, wie man es vom Auto her kennt, findet der ADFC auch für Lastenräder sinnvoll. Es gab schon erste Kurse für Fahrsicherheitstrainings mit Lastenrädern. Und da würden wir uns natürlich erhoffen, dass diese Kurse auch landesweit angeboten werden, dass die Leute auch in der kompletten Fläche von Hessen so ein Angebot wahrnehmen können und da den Umgang mit dem Lastenrad noch weiter üben können. Um das Unfallrisiko möglichst gering zu halten, sollte man es als Lastenradanfänger langsam angehen lassen. Wenn man ein neues Lastenrad hat, ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, sich damit vertraut zu machen. Das ist ein anderes Fahrverhalten, das Bremsverhalten ist anders. Und es unterscheidet sich halt auch je nachdem, ob man vollgeladen ist oder nicht. Das kann ja schnell 100 Kilo ausmachen. Und das sollte man alles vorsichtig und sorgsam üben mit und ohne Gewicht, damit dann im Straßenverkehr oder im Realverkehr nichts mehr passiert.
Safety First gilt für alle Verkehrsteilnehmer. Beim Lastenrad heißt das, Fahrverhalten des Rades gut kennenlernen, Ladung sichern und vor allem für Kinder Helm auf und anschnallen.